Hi, Ikuma hier. Und hier scheint die Sonne. Brad Lynch, der bekannt ist für seine ganzen Leaks im Internet, hat jetzt neue Leaks zur Quest 3 herausgebracht oder geleakt, wie auch immer man das sagen möchte. Und das ist sehr interessant und ich denke, durch meine Erfahrung mit der Pico 4 kann ich da vielleicht ein paar Sachen einordnen und da eine Einschätzung abgeben, wie interessant das Ganze tatsächlich ist. Also bleibt dran. Zu Beginn des Videos haut Brad Lynch auch einen Disclaimer raus, dass das Ganze natürlich im Jahr 2023 kommt und kleinere Veränderungen passieren können. Ich will auch einen Disclaimer raushauen. Ich habe die Pico 4 ja länger schon zum Testen da, aber ich habe mit Pico so an sich nichts zu tun. Ich habe Bock auf alle anderen Headsets da draußen. Darum gucke ich mir auch so nüchtern ich kann die Quest 3 an, werde sie aber natürlich mit dem Pico Headset vergleichen, soweit ich darf. Und das Ganze einordnen, weil das für mich einfach interessant ist und ich möchte auch am Ende natürlich daraus ableiten, ob ich euch sagen kann, hier Pico 4, wenn ich das Review raushaue, kauft ihr das oder wartet ihr noch auf die Quest 3? Ja, das ist natürlich interessant zu wissen. Solche Leaks sind auch nicht von ungefähr, finde ich. Die sollen natürlich an der Kaufentscheidung rütteln. Jetzt kaufen sich die Leute die Pico 4 und zack, kommt ein Leak. Nicht, dass Bradley irgendwas mit Meta zu tun hat, aber es passt Meta wahrscheinlich, dass jetzt ein Leak kommt, sofern man sie positiv betrachtet. Und das schauen wir uns jetzt an. Gehen wir das Geleakte doch einfach mal gemeinsam durch. Brad Lynch fängt damit an, also er erzählt natürlich erstmal, dass er das Ganze geleakt hat und seinen Leuten da erfahren hat. Und als allererstes ist interessant, Hurricane Stinson soll die Quest 3 als Projektname quasi heißen. Und er hat hier direkt wieder Cut-Modelle zu zeigen. Also hier zeigt er nochmal die Oculus Quest Pro, soll sie jetzt wahrscheinlich heißen. Hier haben wir die Bilder zur Quest 3. So soll die heißen. Und ich möchte mit euch mal ein bisschen durchgehen, was Brad Lynch hier so erzählt hat über das Ganze und was es in den Bildern zu sehen gibt. So, wir sehen als allererstes, hier gibt es wieder ein Soft Strap. Das ist sehr interessant, hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Erstens kann man dazu sofort sehen, der Akku wird im Headset verbaut sein. Das heißt, das Ganze wird vorne ein bisschen schwerer sein. Es wird Pancake-Linsen geben, dazu kommen wir aber gleich. Das heißt, der Formfaktor wird schon durchaus schmaler sein, aber durch den Akku vorne kann es natürlich durchaus sein, dass es doch ein bisschen dicker ist als zum Beispiel bei der Pico 4. Ich habe die ja hier. Die ist schon, na komm, geh ab, deutlich dünner als die vorherigen Sachen, die wir so kennen. Man sieht sogar richtig, dass die Linsen sogar rausschauen, so dünn ist das. Ich kann mir vorstellen, dass die Quest 3 doch ein bisschen dicker sein könnte, aber das ist nur Spekulation. Schwerer sollte sie auf jeden Fall sein mit dem Ganzen, was da verbaut ist. Dazu kommen wir gleich noch. Was kann man hier noch sehen? Hier an den Seiten interessanterweise hier ist der USB-C-Port, Displayport, keine Ahnung, Leute. Der ist hier an der Seite in dem Strap quasi drin verbaut. Jetzt sehe ich schon ganz viele Leute ihre Straps, die vorhanden sind, durchbohren, damit man da rankommt. Ich kann euch vielleicht beruhigen, wenn ich hier die Bow VR mir anschaue, dann wird das Ganze ja nicht so weit reingeslidet. Ja, also für Bobo VR gibt es vielleicht noch Hoffnung, aber Brad Lynch sagt zum Beispiel, dass die Seiten hier, wo die Lautsprecher verbaut sind, ein bisschen dicker sind. Also kann es durchaus sein, dass sogar Bobo VR trotz der Aussparung hier am Rand eventuell doch nicht passen. Muss man dann sehen. Hat natürlich Vor- und Nachteile, wie ich schon gesagt habe, mit dem Softstrap. Es wird Peripherie dann bestimmt schnell geben, aber das kostet natürlich auch wieder Geld zusätzlich. Und mal gucken, ob vorhandene Peripherie dann auch funktioniert. Finde ich ganz witzig eigentlich, dass es hier im Oculus-Logo natürlich irgendwie auch ein Seitenhieb, ne? Es ist ein Oculus-Logo hier an der Seite, aber es heißt Meta Quest. Also Meta, Facebook, was macht ihr da? Also hier sieht man, dass es nochmal zusätzliche Löcher gibt für die Lautsprecher. Also wenn man sich die Quest anschaut, ähm,
gibt es quasi, das werdet ihr jetzt hier nicht sehen, aber nur hier die Lautsprecher. Und bei der Pico habt ihr hier auch nochmal so kleine Schlitze, was auch immer damit gemacht wird. Ob das so ein Resonanzkörper ist oder das auch noch Lautsprecher sind, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber das scheint es hier auch zu geben bei der Quest 3. Auf der anderen Seite, sieht man vielleicht in den anderen Bildern, gibt es einen Klinkenanschluss. Vermissen einige bei der Pico 4 Pro, wollte ich schon sagen, bei der Pico 4, aber die gibt es bei der Quest 3. Genau, so, was haben wir denn noch? Genau, hier an der Seite soll dann der Headphone Jack, der Klinkenanschluss sein. Und hier der USB-C-Port, das habe ich ja schon gesagt. Hier sieht man noch ein Knöpfchen zum An- und Ausschalten anscheinend. An den Seiten, hier haben wir die Canyon-Kameras, die fürs Tracking des Headsets selber verantwortlich sein sollen. Wenn man sich das hier anschaut, die Canyon-Kameras sind wahrscheinlich hier die gleichen wie bei der Quest Pro. Ob es die gleichen sind wie bei der Quest, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Headset-Tracken hatte man ja nie Probleme eigentlich. Von daher wird es interessant sein. Auch fürs Tracking, Handtracking sollen die zuständig sein. Sind nur zwei an der Seite. Und da kommen wir gleich nochmal zum Tracking von anderen, eventuell den Controllern oder Hände, was Bradley hier dazu sagt. So, dann erzählt er noch hier zu den Kameras vorne. Also hier sieht man nur so Aussparungen, aber hier sollen, ob das jetzt wieder so ein durchsichtiges Plate sein wird oder ob die dann hier einfach zu sehen sein werden, wird man dann erst noch sehen, wenn das tatsächlich mal rauskommt. Bradley neigt ja dazu, das quasi nachzubauen oder so. Das sind ja keine Cut-File-Leaks, soweit ich weiß, sondern das ist ein Nachbau. So war das zumindest, glaube ich, bei der Quest Pro. Genau. Dann gibt es hier 4 Kameras vorne. Da geht er nachher drauf ein und einen Tiefensensor in der Mitte, wie bei der Quest Pro. Hier hat er nochmal eine Durchsicht. Da fehlt die Front. So, und dann hat man hier 2 Canyon-Kameras. Canyon sind die ganz normalen Tracking-Kameras, die man bei der Pro schon kennt, die an den Seiten sind. Die sollen dann eben ja auch das Headset tracken, vielleicht die Controller und die Hände. Also 4 insgesamt anscheinend diese Canyon-Kameras. An den Seiten 2 und vorne 2. So verstehe ich das zumindest. Darunter die Teton-Kameras. Das sind die RGB-Kameras. Hier, wenn man sich die Specs anschaut, die Bradley auch geleakt hatte, Teton, sind das die 16 Megapixel RGB Pass-Through-Kameras. Das heißt, wir haben im Vergleich zu Pro 2 RGB-Kameras und 2 Tracking-Kameras. Wir sehen hier, dass es da doch anscheinend Unterschiede gibt. Also können wir ja super Pass-Through erwarten. Stereo RGB. Jedenfalls der Tiefensensor hilft natürlich noch bei 3D-Anwendungen und so weiter, bei Mixed Reality-Anwendungen und kann es die Entfernung besser darstellen. Das hat die Pico hier nicht. Hier vergleicht Bradley nochmal die Kameras. Man sieht hier, da gibt es den Tiefensensor, wie hier. Dann die RGB-Kamera, hier in der Mitte eine und hier sind es eben 2. Und die Tracking-Kameras vorne sind auch 2 vorhanden. So, jetzt kommen wir zu den Linsen und zu Face-Tracking. Ihr seht schon, Big Surprise, kein Face-Tracking und Augentracking. Das finde ich sehr schade, weil wenn man jetzt die Quest 3 als Next Generation Headset ansieht und nicht nur als ja, abgespeckte Pro, hatte ich persönlich gehofft, dass es dann dort Eye-Tracking gibt, nicht wegen irgendwelcher Spielereien, sondern weil ich immer erhofft habe, dass es dann Orbital Rendering gibt. Weil auch dieses Headset, das wird er auch gleich zeigen, hat immer noch den XZ2-Chip. Zwar die Generation 2, die soll, was war das, 30% schneller sein, to be confirmed, aber natürlich trotzdem immer noch ein mobiler Prozessor, der nicht so viel Leistung hat und da Forwarded Rendering für Spiele zu nutzen, wäre eigentlich richtig gut. Man sieht bei der PSVR 2, dass das anscheinend schon richtig gut funktioniert bei den Testberichten und das hatte ich auch gehofft bei der Quest 3 oder überhaupt bei Next Generation Headsets und das soll es anscheinend gar nicht geben. Warum? Ist wohl zu teuer. Die Technologie in der Quest Pro ist wohl so ja, kompliziert und teuer,
Und da die Quest 3 eine abgespeckte Pro sein soll, konnten sie das einfach nicht einbauen. Oder das wäre zu teuer. Irgendwie so. Also die hätten jetzt nicht einfach irgendwelche billigen Eye-Tracking-Kameras einbauen können. So habe ich das verstanden. Die Linsen sehen, finde ich, sehr ähnlich aus wie die, machen wir wieder Vollbild, wie die von der Quest 2, finde ich. Dadurch, dass sie doch so ähnlich aussehen wie bei der Quest 2, könnten vielleicht Linsenadapter passen, obwohl es Pancake-Linsen, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, sind Pancake-Linsen, sie sind schmaler, aber es gab ja so ein interessantes Bild im Internet, das hatte ich in Discord gepostet, wo man die nebeneinander gesehen hat. Nicht exakt, ne? Dafür musste man die erstmal physisch in der Hand halten, aber die Quest Pro oder Quest 3 anscheinend, Linsen sehen doch deutlich kleiner aus als die von der Pico 4. Ob man da jetzt auch ein größeres FOV erwarten kann, bleibt abzuwarten. Das finde ich ein bisschen schade. Soll stufenlos verstellbar sein, aber mit, man sieht hier nachher noch ein Bildchen, hier, mit einem Drehrad. Hier hat man einen Lauter-Leiser-Knopf und ein Drehrad, das heißt stufenloses IPD-Adjustment, aber nicht mechanisch wie bei der Pico 4, also mechanisch schon, aber nicht mit einem Motor, sondern man macht das manuell. Finde ich nicht verkehrt, spart bestimmt an Kosten und ja, IPD-Verstellung finde ich immer eine gute Sache. Schön, dass sich der Markt wegbewegt von diesem dreistufigen IPD-Adjustment. Das war echt Käse. Was man hier noch sieht, sind so Kontakte. Eine 4K-Auflösung ist hoch. Ich dachte vielleicht. Egal. Kontakte, die sollen für die Docking Station sein, die es für die Quest Pro gibt. Also die sollen anscheinend dann kompatibel sein. Ob man die dann extra kauft oder ob die dabei sein werden. Ich denke mal, wenn die Quest 3 günstig werden soll, wird es da keine Docking Station geben, kann ich mir vorstellen. Genau, hier zeigt er das nochmal. 3 Pünktchen sind hier an der Seite. Aber durchaus interessant. Hier sieht man nochmal, dass die Seiten eventuell ein wenig dicker sind. Ja. Wozu Bradley kein Wort verliert, ist das Face Gasket. Das ist, finde ich, interessant. Also ähm, insgesamt deutlich dünner, das Ganze. Wird sich natürlich erst zeigen, wie das hier dann im Endeffekt aussieht. Also interessanterweise trotz Akku vorne, wenn man das jetzt wegdenkt, hier der blaue Bereich, was das Face Gasket darstellen soll, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es genauso dick wird wie die Pico 4. Aber hier stärker abgerundet. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze aussieht. Aber hier ganz normal, wie man es kennt, glaube ich, ein Face Gasket sehr rundlich. Hier geht er nochmal genau auf die Lautsprecher ein. Wenn die Sachen hier im Bereich dicker sind, können wir erwarten, dass die vielleicht ein bisschen voluminöser sind. Vielleicht so ähnlich wie bei der Pico 4. Die sind auf jeden Fall deutlich besser. Hier geht Bradley nochmal auf die Cooling Solution, also den Lüfter ein. Der zeigt hier nochmal die Quest 2. Ich habe die ja auch schon mal zerlegt, um meine Quest 2 Black Edition zu machen. Dafür habe ich die Front hier weggenommen. Das heißt, ich habe den Bereich hier vorne auch schon mal gesehen. Da ist ein Lüfter drin, der ohne Lüftungsschlitze das Ganze hier aus den Seiten herauspustet. Weiß nicht, ob das so optimal ist. Bei der Pico 4 haben wir hier einen Lüfter und hier einen Lüfter, also ein viel besserer Durchzug. Ich kann mir auch vorstellen, wenn die Quest 3 tatsächlich dünner sein sollte, dann auf Kosten von Wärmeentwicklung, weil hier ist das Ganze ein bisschen dicker, kann ich mir vorstellen, als die Quest 3, wenn ich das so sehe. Oder gleich dick, aber dafür, dass der Akku hinten liegt, könnte das hier natürlich dann wahrscheinlich viel schmaler sein. Aber dafür wahrscheinlich ein deutlich besserer Luftzug. Spekulation, aber anhand der Bilder würde ich das jetzt erstmal denken. Und was er hier sieht, ist, dieser Bereich hier zeigt deutlich ein ähnliches System. Wir haben hier den Lüfter und hier so einen Bereich, der eventuell die Luft nach außen abfördert. Wahrscheinlich zieht er das unten ran und zieht es nach oben wieder raus. So ähnlich wie hier.
ne? Dieser Bereich hier. Kann ich mir gut vorstellen. So, hier geht er nochmal drauf ein, dass vermutlich der XZ2 in der zweiten Generation verbaut werden soll. Die Project Holiday. Ja, und soweit ich mich erinnere, sollte die ungefähr 30% besser sein, gerüchterweise. Extra für Meta von Qualcomm geupdatet sozusagen. Wird sich also erstmal zeigen. Kein Eye- und Face-Tracking, weil es wahrscheinlich zu teuer ist, genau. Und interessanterweise SSD bis zu 512 GB und 12 GB RAM. Die Pico 4 hat ja schon mehr RAM als die Quest 2 und das soll der quasi direkte Gegner sein. Pico 4, glaube ich, bezieht sich nicht so direkt auf die Quest 3. Immerhin ist sie ja noch nicht mal angekündigt, aber hier erste Leaks zu sehen ist natürlich super interessant. Und jetzt 8 GB, 12 GB wären natürlich eine Hausnummer. Aber mal gucken. Ja, am Ende geht Bradley nochmal auf Cloud VR ein. Da gibt es wohl eine Zusammenarbeit mit zwischen Meta und den in Amerika vorhandenen Netzanbietern, dass sie daran arbeiten und forschen und so. Das könnt ihr euch dann ja bei ihm anschauen. Das interessiert mich jetzt nicht so, also interessiert mich schon, aber jetzt nicht in Bezug auf die Quest 3 direkt. Und ja. Ja, und zum Schluss dachte ich mir noch, gebe ich meinen eigenen Senf noch dazu. Ähm, Interessant fand ich wirklich dieses Thema, dass es diese zwei RGB-Kameras vorne gibt. Also Mixed Reality soll wahrscheinlich ein Thema sein, gerade mit dem Tiefensensor vorne. Was ich sehr interessant finde, ist, okay, dann hat man aber trotzdem wieder vier Kameras. Es könnte natürlich, ich weiß nicht, wie die ganzen Kameras genutzt werden. Also der Unterschied zur Pro, die Kameras. Und ich habe jetzt erst gedacht im ersten Moment, okay, jetzt hat man vorne zwei Kameras und an den Seiten zwei. Oben sieht man gar nichts. Keine Kameras für oben. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die wieder die Controller nehmen, die wir bereits kennen. Aber wenn man sich überlegt, dass da wir wieder vier Kameras für Handtracking sind und zwei RGB-Kameras, kann ich mir super gut vorstellen, wenn das ein günstiges Produkt wird, dass die Quest 3 erstmal ohne Controller kommt und man die sich nachkaufen kann, wenn man dann bestimmte Spiele spielen möchte. Da darf man gespannt sein, weil wir können erwarten, dass es keine infrarot getrackten Controller geben wird, weil es oben keine Kamera gibt. Und die werden hier bestimmt nicht ausreichen, um den oberen Bereich zu tracken. So, das ist eine Sache, die ich aus dem Ganzen ziehe. Bradley geht gar nicht auf die Controller ein, aber da man schon weiß, welche es gibt und die ja gut funktionell sind, ne, mit den ganzen Features und so, dann hoffe ich einfach mal, dass die dabei sind oder dazu gekauft werden können. Also ich würde bei dem, was man hier sieht, wenn das jetzt rauskäme, würde ich sagen, krass, neuer Chip, anderes Headstrap dran, geil. So, gib mir die neuen Controller für 600 Euro, würde ich kaufen. Dadurch, dass man noch nicht weiß, wann das kommt, irgendwann nächstes Jahr, finde ich, macht das einen riesen Unterschied. Ne? Also es ist jetzt immer noch nicht meiner Meinung nach Next Generation. Es ist eine Formfaktorveränderung. Wir gehen jetzt alle auf Pancake, wird leichter und so weiter. Das finde ich super cool. Aber kompetitiv wird es nur sein, wenn der Preis krass runtergeht. So. Und wenn es Meta schafft, das Ding super günstig zu verkaufen, okay, Ende nächsten Jahres für 400 Euro wird gekauft. Ende nächsten Jahres für 600, 700 Euro, also 600, 700 Euro, wenn ich jetzt davon ausgehe, zum Beispiel, dass man die Controller extra kaufen muss. Wenn das Ding 400 Euro kostet, aber du musst für 200 Euro die Controller kaufen, äh, weiß nicht. So. Aber sagen wir mal 600 Euro Ende nächsten Jahres als Komplettpaket, dann, ja, gut, kann man machen. Aber natürlich wäre es am besten, wenn das Ding jetzt Frühjahr nächsten Jahres rauskommt. Dann könnte es als Pico 4 Gegner antreten. Das auf jeden Fall. Weil die Pico 4 hat einen Kampfpreis. Die hat keine besonderen Features wie das hier. Das ist schon sehr interessant. Aber bietet ein super Gesamtpaket für 430 Euro und ist jetzt da. Nächsten Monat werden die ausgeliefert. Ne? Wenn die Quest 3 erst im nächsten Jahr erscheint, wer weiß, was da noch alles
auf uns zukommt, ist das Ganze hier schon vielleicht veraltet, weil die Quest Pro wird nichts für uns sein. Hätte das Face-Tracking und würde das auch nutzen mit Forwarded Rendering, dann würde ich sagen, geil. Ey, 600, 700 Euro sollte sich jeder kaufen. Aber so bleibt abzuwarten. Ich finde es super interessant. Ich finde es gut, dass eine Quest 3 kommt. Auch mit den ganzen Spielen, die ich gekauft habe und so weiter. Ich finde es cool, dass die ja wieder diese Strap-Veränderung da mitbringen. Wäre natürlich schade, wenn das Gewicht dadurch super steigt, aber das bleibt abzuwarten. Ja, das war also der Leak von Bradley Lynch zur Quest 3. Ich habe das, soweit ich kann, versucht für euch einzuordnen mit dem Knowledge, den ich habe von den Erfahrungen, die ich mit der Pico 4 gesammelt habe. Und finde das Ganze super spannend und möchte natürlich von euch wissen, was haltet ihr davon? Wird das jetzt eure Kaufentscheidung verändern, die Pico 4 betreffend? Seid ihr generell am Abwarten oder was haltet ihr von meiner Idee, dass das sehr schade ist, dass es kein Forwarded Rendering bei der Quest 3 gibt? Wird PlayStation VR weiterhin alleine bleiben, was Forwarded Rendering bleibt? Wir dürfen gespannt bleiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr weiter solche Videos sehen wollt. Wie findet ihr das generell, dass ich sowas hier eingeordnet habe? Das ist für mich jetzt auch nicht unbedingt was Typisches, aber ich finde es total spannend, mit jemandem darüber zu sprechen, mit euch in diesem Fall. Mein Ziel ist es jetzt gerade bei YouTube, vielleicht interessiert es jemanden, 500 Abonnenten zu erreichen, weil dann kann ich bei YouTube die Funktion nutzen, Informationen rauszuhauen. Jetzt muss ich immer ein Video machen. Wäre natürlich cool, wenn ich einfach YouTube auch als Informationsplattform nutzen kann. Zurzeit ist es bei mir Twitter. Folgt mir auf Twitter, wenn ihr irgendwelche neuen Erkenntnisse haben wollt, wenn ich ein neues Spiel finde und sage, guck mal hier, zieht euch das rein und reposte ich das. Ähm, aber wenn ich das Ganze auch auf YouTube machen kann, wäre das super cool. Dann könnte ich einfach was schreiben, hier, das und das ist neu, hier liegt da und da, und muss kein neues Video machen, sondern einfach raus. Und das fände ich cool. Also helft mir, indem ihr mir ein Abo dalasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.